Hi Leute, es ist soweit. Heute ist Halloween. Ich habe mich aber fest dazu entschlossen, da dieses Jahr mal nicht mitzumachen und mich nicht zu verkleiden. Denn ich bin heute mal wieder auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Und dachte mir so, was mir nämlich noch zufällig eingefallen ist, ich habe nämlich jetzt ungefähr den R8, circa ein halbes Jahr. Oh Mann, ey, der schleudert vor mir aber ganz schön viel Rollspurt auf. Ja, R8 fahre ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr, so knapp drüber. Und ich dachte, es wird mal Zeit für ein erstes Fazit zu dem Auto oder mal für so einen Gesamteindruck, Gesamtfazit, was ich bisher so für Eindrücke von dem Auto habe und ob das vielleicht auch weiterhin noch, vielleicht der neue R8 auch ein zukünftiges Auto von mir werden kann. Über all sowas wollte ich jetzt mal mit euch quatschen. Ich fahre den Wagen jetzt, wie gerade schon gesagt, fast 6 Monate, fast 7 Monate sogar mittlerweile schon. Und ich bin nach wie vor wirklich noch super zufrieden mit diesem Auto. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so sehr an so ein Auto gewöhnen kann, weil der Wagen ist schon sehr komfortabel. Ich fahre mit dem, wie jetzt auch gerade, meistens zu Geschäftsterminen, weil das ist mein Firmenauto. Und wenn ich jetzt so gemütlich fahre, so wie jetzt, dann vergesse ich hin und wieder echt, dass ich in einem Audi R8 sitze, weil, super bequem, wenn ich hier auf Komfort stelle, dann ist der Wagen auch total leise und man merkt nicht wirklich viel davon. Andererseits wiederum kann man natürlich auch, wenn man möchte, ordentlich Krach machen, Gas geben. Und das ist natürlich das, was mich so sehr an dem Auto gereizt hat und auch bis heute noch reizt. Es geht ja jetzt auch zum Winter hin und bald kommen die Winterreifen drauf, die Winterräder. Ich habe mir, muss ich gestehen, habe mich für den R8 RWS entschieden, weil ich habe Anfang dieses Jahres, mit dem Porsche GT3 so ein bisschen Drift-Action auf Schnee und so weiter gemacht und ich fand das super geil und ich dachte mir, ich brauche halt wieder einen Hecktriebler. Klar kann man das auch alles mit einem Allrad machen. Auf Schnee geht das wunderbar, aber ich wollte es halt ein bisschen anspruchsvoller. Also mit dem Heckantrieb ist das doch schon noch mal ein bisschen schwieriger. Deswegen R8 RWS, super Auto. Jetzt wurde ja vor kurzem das R8 Facelift vorgestellt. Natürlich haben mich schon viele gefragt, ob das jetzt nicht mein nächstes Auto werden wird, weil wie vielleicht einige von euch wissen, geht der Wagen ja hier im April nächsten Jahres wieder weg. Ich habe den geleast für ein Jahr, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so recht, was dann da kommen soll. R8 ist ein total tolles Auto, also es würde nichts dagegen sprechen, sich das Facelift-Modell zu holen. Andererseits würde es mich natürlich auch mal reizen, was anderes zu fahren. Und ich habe halt Gott sei Dank mittlerweile die Möglichkeiten, Autos sehr kurz zu leasen, beziehungsweise 6 bis 12 Monate. Und von daher kann man immer gut rumspielen und viel testen und unterschiedliche Modelle mal fahren. Oder ich kann mir ja natürlich auch mal ein paar Fahrzeuge zur Verfügung stellen lassen, die ich dann irgendwie mal 2-3 Tage testen kann. Was ich richtig super finde, hätte ich anfangs nicht gedacht, der ist eigentlich ziemlich spritsparend. Also ich kann mal gerade gucken, wie viel ich so in der letzten Zeit verbraucht habe. Ja, durchschnittlich 13 Liter. Kurzzeitspeicher auch 13 Liter. Ich fahre ja nicht immer Vollgas. Also 13 Liter finde ich für so einen 10-Zylinder nicht unbedingt viel, muss ich sagen. Der hat ja einen 83-Liter-Tank. Das heißt, ich muss auch gar nicht so oft tanken. Ich komme ungefähr meistens immer so fast 500 Kilometer, 400 bis 500 Kilometer mit einem Tank. Platzangebot ist auch eigentlich in Ordnung. Da hatte ich ja auch anfangs so meine Zweifel. Bei meinem Abholungsvideo, falls ihr das gesehen habt, da war ich ja doch auch sehr erstaunt, dass ich dann meine ganzen Taschen hier reinbekommen habe. Ich habe ja hinter den Sitzen noch Platz für 2 Taschen, 2, kleine Handgepäcktaschen. Vorne im Kofferraum ist noch genug Platz. Und das Tolle an so einem R8 ist auch, klar, es ist ein Sportwagen, aber es ist immer noch so ein bisschen, Understatement würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe halt viele Freunde, die auch selbstständig sind, jetzt nicht unbedingt in der Autobranche, in allen möglichen Branchen. Und die meisten fahren gerne Understatement. Das heißt, viele holen sich irgendwie ein, Audi A6 Avant oder irgendwie sowas, in Anführungsstrichen Normales, was jetzt nicht unbedingt nach viel sportwagenmäßig teuer Power aussieht, auch wenn so ein Auto auch nicht gerade billig ist. Aber die Leute sagen halt immer so, du kannst da halt eben nicht mit so einem
Auto aufkreuzen, was halt sehr hochwertig und teuer aussieht, weil dann die Kunden oder die Geschäftspartner dann sich auch immer so ihren Teil dabei denken. Anders wiederum ist das Gott sei Dank, muss ich sagen, in der Autobranche, da ich ja eigentlich überwiegend nur mit Menschen aus der Autobranche zu tun habe, fahre ich auch wirklich liebend gern mit dem R8 zu meinen Geschäftsterminen, denn ich komme durch das Auto immer noch ins Gespräch. Also immer, wenn ich mit diesem Auto irgendwo hinfahre, dann unterhält man sich bestimmt noch mal eine halbe Stunde nur über Sportwagen, über Autos. Und ich habe mit dem Auto auch wirklich schon ganz, ganz viele neue Kontakte geknüpft und neue Leute kennengelernt, die halt auch eben diese selbe Passion haben. Und das finde ich eben super toll. Was ich aber gerade vielleicht auch noch mal so ausdrücken wollte, ein R8 finde ich ist auch immer noch ein Auto, womit man eben zu Kunden fahren kann. Anders ist es vielleicht schon bei einem Ferrari oder bei einem Lamborghini. Weil da, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, wird man wahrscheinlich sofort abgestempelt. Ja, das sind natürlich auch nochmal Autos, die wesentlich teurer sind und auch wesentlich teurer aussehen. Und ihr wisst ja, wie manche Leute so ticken, kreuzt mit einem Auto auf, das nach viel Geld aussieht. Und schon, ja, bilden sich viele Menschen ihre Meinung über einen. Aber bei einem R8, finde ich, geht das immer noch so. Ja, ich fahre jetzt Richtung Düsseldorf und da gebe ich gleich noch ein Interview. Ich habe jetzt mal genug geschwafelt. Ich wollte euch noch so ein bisschen was zum Auto auch zeigen. Und zwar, ich fahre jetzt gerade im Individualmodus in der Drive-Stellung, also nicht auf Sport. Der Wagen wird halt sehr laut, sobald ich auf Sport schalte. So ist er noch relativ leise und ich hoffe, man hört den Unterschied gut. Wenn ich jetzt das Ganze mal auf Sport schalte, dann gehen die Drehzahlen höher, die Klappe hinten auf. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so fahre, dann wird es halt schon ein bisschen schwieriger, jetzt hier noch was aufzunehmen. Obwohl mein Mikro dürfte das eigentlich noch aushalten, aber ich selber höre mich dann halt echt kaum noch. Also es ist schon ziemlich laut. Aber ich meine, das ist das Tolle, das ist wirklich super an diesem Auto. Du kannst beides damit. Du kannst laut, knattern, Gas geben und du kannst eben ruhig und angenehm fahren. Ja, Drive Select, Komfort, Auto, Dynamik, Individual. Ich fahre eigentlich meistens immer im Individualmodus. Im Individualmodus habe ich nämlich alles auf Komfort eingestellt, bis auf den Sound. Der ist dann laut. Das heißt, ich kann laut, aber trotzdem noch komfortabel fahren. Jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt auch mal hier ein bisschen Gas geben kann gleich. Die A4 ist meistens relativ frei, nur ja, morgen ist Feiertag, deswegen fahren die Leute jetzt alle wahrscheinlich noch die Läden leer shoppen. Ihr kennt das ja, die Leute drehen dann immer durch. Wenn ein Tag mal Feiertag ist, dann denken die Leute, die kriegen die nächsten 3 Wochen nichts mehr zu essen und deswegen müssen sie alle panisch noch schnell einkaufen fahren. Vielleicht auch noch interessant für euch, ich habe mittlerweile 15.000 Kilometer auf dem Wagen. Also in einem halben Jahr 15.000 Kilometer aufs Auto gefahren. Ist eigentlich schon recht viel, finde ich, für einen Sportwagen. Ich nutze ihn ungefähr genauso viel wie jetzt zum Beispiel mein Golf. Also ich mache immer Hälfte, Hälfte. Manchmal fahre ich mit dem Sportwagen, manchmal fahre ich mit dem normalen Auto. Das Auto zaubert mir immer ein Grinsen ins Gesicht. Der 7. Gang ist beim R8 eigentlich wirklich nur noch so ein Spritspargang. Denn im 7. Gang, wenn man da mal so das Gas durchtritt, kommt wirklich nicht mehr viel. Man muss dann halt immer schon runterschalten. Aber wenn man runterschaltet, dann... Oh, ich liebe dieses Gefühl. Ich merke gar nicht, dass ich jetzt schon 230 fahre. Das ist wirklich so... Also man merkt es einfach nicht in dem Auto, weil der so ruhig auf der Straße liegt. Hier rappelt nichts, hier wackelt nichts. Man denkt, man sitzt auf so einem fliegenden Teppich. Muss natürlich immer aufpassen auf den anderen Verkehr. Weil man weiß halt nie, manche Leute gucken einfach nicht in den Rückspiegel oder schätzen die Geschwindigkeit des Autos gar nicht so schnell ein und ziehen dann halt einfach rüber. Die meisten können nicht mal was dafür, also ich nehme den Leuten das nicht mal übel. Deswegen, also man muss ja auch nicht ständig Vollgas hier rasen. Ich beschleunige halt gerne mal durch. Die Beschleunigung ist auch das, was mich reizt eher. Und nicht dieses, oh, mein Auto kann jetzt über 300 fahren. Wenn ich
mal abends fahre oder nachts und die Autobahn ist komplett frei, dann ja, gebe ich auch gern mal komplett volle Pulle und gucke, was das Auto so kann. Aber bei Verkehr, muss ich sagen, bin ich da einfach mittlerweile zu vernünftig. Und ich war eigentlich schon immer vernünftig, was das angeht, weil man kann halt nicht man steckt nicht in den Köpfen der anderen Leute drin. Viele haben mich auch gefragt, was ist jetzt eigentlich mit dem Porsche GT3? Ich denke, mein Herz steckt in diesem Auto und ich glaube, das merkt man auch. Also der Porsche ist einfach so ein Auto, da steckt mein volles Herzblut drin. Es ist immer noch nach wie vor ein Wahnsinnsauto, wo ich sagen muss, das kann für mich immer noch nichts toppen. Ich habe aber auch mit diesem Auto so viel erlebt, also da steckt auch sehr viel Emotionales drin. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dieses Jahr wirklich sehr selten bewegt. Nur für die Rennstrecke, weil ja, seitdem ich den R8 habe, fahre ich halt wirklich alltäglich lieber mit dem Auto, weil das Auto einfach ja, wesentlich geeigneter für den Alltag ist als der Porsche GT3. Im Porsche GT3 würde ich jetzt so total steif sitzen, die Hände richtig festgepresst am Lenkrad, also noch fester als hier, weil du merkst einfach alles. Du merkst die Straße. Das ist mega geil, aber für den Alltag ist das auf Dauer anstrengend. So, und mit dem Porsche ist das auch so, der ist halt immer laut. Ob Klappe auf oder Klappe zu, selbst mit geschlossener Klappe dröhnt der dir so den Schädel weg. Und es ist halt, ja, es ist ein Spaßauto, aber kein Alltagsauto. Und für den Alltag ist wirklich dieser Wagen hier optimal. Komm, einmal geben wir noch Gas. So, dann kommt auch wiederum die Frage, ja, ist der RWS so als Hecktriebler nicht gefährlich? Das ist nicht gefährlich. Also man fährt ja nicht die ganze Zeit mit ESC aus und volle Kanne durch die Kurven und ja, ohne Hilfen und so weiter. Ich fahre das Auto ganz normal, die Hilfen sind immer an, es sei denn, ich will ein bisschen Spaß haben, aber Spaß haben tue ich dann halt echt nur auf abgesperrten Flächen oder auf der Rennstrecke. Und ansonsten merkt man halt nichts davon. Das Auto fährt ganz normal. Es ist jetzt nicht so, dass sobald es ein bisschen nass ist und man fährt um eine Kurve, das Heck einen sofort wegrutscht. Also das auf gar keinen Fall. Ich würde sogar behaupten, man merkt auch zwischen dem Allradantrieb R8 und dem Heckantrieb R8 keinen großen Unterschied, wenn man die Autos ganz normal bewegt. Ich spreche jetzt vom normalen Fahren, so wie jetzt gerade hier auf der Straße. Also gefährlich ist das Auto nicht, aber dafür macht es umso mehr Spaß, wenn man mal ein bisschen was ausprobieren kann. Ich würde natürlich auch mal liebend gern, einfach nur zum Vergleich, vielleicht ein paar Tage den R8 mit Allradantrieb fahren. Nur mal so, um zu gucken, den so ein bisschen auf Herz und Nieren zu testen, ob das wirklich so ein Unterschied ist. Ich meine natürlich, ich lebe im Sauerland, so ein Allradantrieb wäre da gar nicht mal so übel. Wer weiß, was da als nächstes kommt. So, der Termin ist jetzt vorbei. Wir sind fertig mit dem Interview und liebe Leute, wie passend, dass ich gerade noch ein R8-Video mache, weil ich bin jetzt gerade beim Pascal. Der hat auch einen YouTube-Channel und bei dem habe ich auch gerade das Interview gehabt und der fährt nämlich auch einen Audi R8. Und zwar den V10 Plus Spider. Jetzt haben wir mal hier beide nebeneinander gestellt. Und der hat den noch ein bisschen schöner konfiguriert. Viel Carbon an dem Auto. Ich habe also immer, ich sage immer die Sparversion. Ja, sehr schön. Alles in schwarz. Sehr tolles Auto. Das ist übrigens der Pascal. Und wie heißt dein YouTube-Channel? Kannst ja noch mal. Der YouTube-Channel heißt Mehr Geschäft. Mehr Thema Geschäft. Online-Marketing. Genau. Und das blende ich gerade mal irgendwo ein, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, dann könnt ihr euch auch mal mein Interview ansehen, wenn das schon online ist zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online ist. Aber schaut mal vorbei und ja, es gibt sehr viele interessante Sachen zu sehen und wie gesagt auch er hat eine Vorliebe für schöne Autos hier. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ich habe es euch ja gerade schon gesagt, es ist einfach so, in der Automobilbranche fahre ich echt gerne mit dem R8 zu Termin, weil ich halt immer mit Leuten unterwegs bin oder immer auch Termine bei Leuten habe, die halt selber autoaffin sind oder meistens auch selber einen Sportwagen fahren und deswegen hat man auch immer gemeinsame Gesprächsthemen, wie jetzt auch hier die Autos und wenn man dann noch dasselbe fährt, dann ist man sich sowieso sympathisch, ne? So, jetzt geht's aber für mich wieder nach Hause und ja, ich steige jetzt mal wieder ein und los geht's. So, Sophia fährt. Ein bisschen lauter. Die Kraftfahrzeuge. Herrlich.
Ja, das war so ein bisschen ein kleines Fazit zu dem Audi R8 RWS. Und wie ihr wahrscheinlich heraushören könntet, ich bin super zufrieden mit dem Auto nach wie vor. Und ich freue mich auch noch auf viele schöne weitere Monate mit dem Auto. Jetzt im Winter vor allen Dingen. Bei uns hat es schon geschneit gestern übrigens, ja. Also es wird bald Zeit für ein bisschen Winter-Action mit dem R8. Und bis dahin sage ich ciao. Vergesst übrigens nicht, meinen Kanal zu abonnieren, liebe Leute. Das müsst ihr auch mal machen. Geht mal unten auf diesen Button, links, rechts, irgendwo steht Abonnieren. Da klickt ihr drauf und abonniert mal meinen Kanal. Und dann vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ja? Da freue ich mich nämlich auch mal drüber, wenn Leute zeigen, dass ihnen mein Video gefällt. So, ihr Lieben, ich sage bis dann, ciao und bis zum nächsten Mal.